Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Heute habe ich speziell was für die Mazda 3-Fahrer unter euch. Und zwar waren wir fleißig im Kundenauftrag bestellen bei AT Hinsberger. Neben dem Satz Winterräder hier gibt es auch noch das komplette Bodykit von AT Hinsberger sowie den Sportauspuff, der ja sehr, sehr beliebt ist bei euch. Wir werden also in diesem Video die Pakete auspacken, uns mal die einzelnen Bestandteile anschauen und natürlich auch werde ich euch bei der Montage ein bisschen mitnehmen. Zeigen, ja, wie wird das Ganze montiert, worauf muss man achten und natürlich schauen wir uns auch das Endergebnis an. Wenn euch das also interessiert, bleibt dran, gleich nach dem Intro geht's los. So, dann lasst uns gleich mal mit dem Unboxing hier anfangen. Zuallererst mal die Felge. Ist eine 18 Zoll Felge von Hersteller Borbet, hat AT Hinsberger hier also auch noch seine eigene Narbendecke mit drauf in einem Grau Metallic. Ist recht schick mit der Bereifung. Ich schiebe es mal hier gerade rüber. Wir haben einen 215 45 R18 Reifen von Hankook. Ja, aber Reifen kann sich jeder selbst draufziehen, wie er es möchte. Ich schiebe hier den Felge gerade mal hier auf die Seite. Das eigentliche Highlight sind ja diese beiden Kartons und ich würde sagen, wir fangen mit dem kleineren von beiden an. Nicht wundern, der Karton war schon mal offen. Unser Lagerist muss natürlich prüfen, ob auch alle Bestandteile drin sind. Wir machen es jetzt trotzdem mal nochmal gemeinsam auf. Dann schiebe ich den mal zur Seite. Und gucken wir mal, was drin ist. So, also ich sehe schon mal jede Menge Verpackungsmaterial. Schauen wir mal, wie wir es am besten rausbekommen. Und das dürfte der Auspuff sein. Jawohl, hier haben wir die Endrohrblenden, schauen wir uns gleich an. Also wirklich jede Menge Verpackung. So. Dann haben wir hier die Schellen, wahrscheinlich für die Endrohre oder die Winkelstücke. Und die befinden sich hier. Packen wir auch gleich noch aus. So, also hier liegt nun das gute Stück. Ich habe es euch jetzt mal so hingelegt, wie es theoretisch auch unter dem Fahrzeug ausschauen könnte. Fangen wir gleich mal mit dem wichtigsten Teil an. Das ist natürlich der Endschalldämpfer. Nicht wundern, der liegt jetzt verkehrt herum. Normalerweise müsste natürlich der Flansch hier zu mir zeigen, beziehungsweise in Richtung der Fahrzeugfront. Und hier sehen wir aber ganz gut die Plakette, die auf dem Endschalldämpfer drauf ist. Und hier steht FMM. Und wer unsere Videos aufmerksam verfolgt, hatten wir schon in mehreren Videos erwähnt, FMM steht für den Hersteller Friedrich Motorsport. Ist übrigens ein Hersteller relativ nah bei uns aus der Region. Und AT Hinsberger lässt diesen Endschalldämpfer in Lizenz dort bauen. Dieser Endschalldämpfer selbst wird tatsächlich auch in ganz, ganz vielen anderen Mazdas verwendet. Wir haben uns dann mal hier die EG-Betriebserlaubnis geschnappt. Und da stehen ganz viele Fahrzeuge drin, zum Beispiel der MX-5 ND, der Mazda 3 natürlich, CX-3 wird noch mitgenommen. Und in unserem letzten Video hatten wir schon den CX-30 vorgestellt. Das ist exakt der gleiche Endschalldämpfer. Und AT Hinsberger veredelt das dann eben mit seinen Endrohren. Die schauen dann so aus. So einem Edelstahl, ja, ich sag mal glänzenden Finish, hat hier noch sein Logo eingelasert, ganz dezent, kaum sichtbar und ist dann quasi hier so umgebördelt und hat so eine leichte, ich sag mal gebürstete Optik. Das ist also wirklich schick. Ja, und dann haben wir hier eben noch unsere L-Stücke, unsere Winkelstücke. Dort können wir dann das Endrohr richtig justieren, indem man es rein und raus fährt, aber auch natürlich nach oben und unten, sodass dann eben quasi die Endrohrblende wirklich schön mittig am Diffusor sitzt. Wunderbar. Hier haben wir noch ein bisschen Befestigungsmaterial, Schellen, dass die Rohre hier auch wirklich bombenfest halten. Und ansonsten werden eben nur diese Aufnahmepunkte, die in die Gummis eingesteckt werden, für das Modell eben unterschiedlich gefertigt. Ich würde sagen, ich packe das Ganze jetzt mal zusammen, kann das dann dem Mechaniker schon mal übergeben, dann kann er nämlich schon mal anfangen und wir werden uns jetzt dem Bodykit widmen. So. Dann ab zum Highlight. Packen wir das gute Stück mal aus. So, und auch hier erwartet uns jede Menge Verpackungsmaterial. Das
ist der Wahnsinn. Aber umso besser, dann kommt das nämlich auf jeden Fall sicher an. Hier haben wir einen kleinen Ordner, das ist ja süß. Bin schon gespannt, was da drin ist. So, mehr Verpackung, noch mehr, um Himmels Willen. So, und vielleicht kann man sie schon ein bisschen sehen. Jetzt geht es ans Geschenke auspacken sozusagen. So, dann haben wir hier schon mal die hintere Seitenflap, wie ich das sehe. Und das ist jetzt was Schönes, denn der Kunde hat sich tatsächlich für hochglanzschwarz lackierte Teile entschieden. Das Ganze gibt es nämlich einmal in unlackiert, wenn man es zum Beispiel selbst noch in Wagenfarbe lackieren möchte. Es gibt in schwarz matt, das habt ihr bereits gesehen in dem letzten Video von uns. Und eben auch hochglanzschwarz. Und ich glaube, zum Mazda 3 Nagisa passt das richtig, richtig gut. So, ich lege die jetzt alle mal vorsichtig hier hin und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe euch jetzt mal alle Bestandteile des Bodykits hier um mich herum gelegt und ich würde einfach vorschlagen, wir fangen vorne an und arbeiten uns so ein bisschen nach hinten. Wir haben als allererstes mal hier unsere Frontlippe, die ist dreiteilig, eigentlich ziemlich ähnlich zum CX-30. Alle Teile in Hochglanzschwarz, hatten wir ja schon gesehen. Und ja, wir haben hier unser Seitenteil, das quasi an das Mittelteil angeschraubt wird. Und schön zu sehen ist auch, dass hier quasi so eine Nut ist, die sich genau an das Gegenstück hier anschmiegt, ist also auch von der Montage wirklich eigentlich, ich sage jetzt mal, relativ einfach, kann man wenig falsch machen, wurde also wirklich mitgedacht. Und hier an der Seite haben wir dann eben solche Luftleitbleche, die sich dann auch nach hinten hin wiederholen. Das ist also wirklich ein schickes Design, sehr sportlich, werden wir gleich noch am Fahrzeug sehen. Hier an der Seite müsst ihr euch vorstellen, jetzt kommt das Rad, dann erstmal die Fahrertür und dann an der Beifahrertür hinten sozusagen kommt die Schwellerleiste. Und auch hier haben wir wieder so eine Art Luftleitblech. Anschließend kommt das Hinterrad und dann hier so ein Übergang zum Diffusor. Auch wieder so ein Luftleitblech, schmiegt sich also schön an und dann sind wir beim Diffusor selbst. Und da gibt es tatsächlich eine Besonderheit. Ihr seht jetzt hier schon Holz. Das liegt einfach daran, dass es aus Transportzwecken montiert wurde. Einfach, dass es sich auf keinen Fall irgendwie beim Transportweg verziehen könnte. Wurde also auch mitgedacht. Und wir hatten beim CX-30 den Fall, dass wir auf der Innenseite des Diffusors hier eine weiße Markierung hatten. Das war also quasi eine, ja, ich sag mal, Zeichenschablone zum Ausschneiden, falls das Fahrzeug mit einer Anhängerkupplung betrieben wird. Hier beim Mazda 3 haben sie es jetzt anders gelöst, wirklich gut. Da gibt es eine Abdeckkappe, die kann man dann abschrauben und auch dann kann man die Anhängerkupplung verwenden. Also man muss hier nichts mehr schneiden, wirklich schick. So, dann schauen wir uns noch den Zubehörkarton an. Was wurde denn damit geliefert? Mal vorsichtig ablegen. So. Da haben wir einmal unsere Montagepaste oder den Karosseriekleber, sage ich mal. Dann haben wir einmal eine Einbauanleitung für den Mechaniker und ganz, ganz viel Schrauben und hier noch so eine Kartusche zum Befestigen der gesamten Teile. Und den Ordner hier, den wir beim Auspacken auch noch gesehen haben, von ATH, haben wir hier also nochmal die Montageanleitung. Und was ich auch noch gesehen habe, ist, hier haben sie nochmal eine Kopie der EG-Betriebserlaubnis vom Sportschalldämpfer mit hinzugefügt. Die haben also gesehen, der Kunde hat sich ein Komplettset bestellt, also kriegt er auch einen kompletten Ordner. Was auch noch mit dabei ist neben dem, sind die gesamten Teilegutachten. Denn diese ganzen Teile hier müssen im Fahrzeugschein eingetragen werden. Mit dem Teilegutachten ist das allerdings absolut reibungslos möglich. Einfach zum TÜV vorfahren und gut ist. Jawohl, das legen wir jetzt also auch noch mit ins Fahrzeug. Ich würde sagen, wir bringen jetzt unserem Karosseriebaumeistern noch die restlichen Teile und dann darf er sich an den Einbau machen. So, wir haben in der Zwischenzeit schon einiges anbauen können. Ihr seht hier schon mal, das Fahrzeug hat also
die Winterräder schon montiert bekommen. Und das habe ich tatsächlich am Anfang vergessen mit euch auszupacken, denn der Kunde wollte noch eine Tieferlegung. Also haben wir ihn eine ganz klassische H&R-Feder eingebaut, also kein komplettes Fahrwerk, sondern eben eine Tieferlegungsfeder. 30 mm ist also auch schon drin. Und wir haben in der Zwischenzeit auch schon die Frontlippe drin. Dreiteilig, haben wir uns ja vorhin schon angeschaut. Ihr seht also hier schon mal so ein bisschen das Ergebnis von der, ich sage jetzt mal, Draufsicht. Wenn das Fahrzeug dann am Boden steht, wird das bestimmt nochmal anders ausschauen. Die Passgenauigkeit ist an sich sehr gut. Das Einzige, was man tatsächlich machen muss, ist die komplette Frontstoßstange abbauen. Denn ansonsten kann man hier diese, ich sag mal, Kontermuttern für die Verschraubung hier vorne, diese 4 Stück, nicht richtig montieren. Also die Stoßstange muss definitiv ab und kann nicht einfach von unten angebaut werden. Schauen wir mal weiter nach hinten. So, denn der Auspuff liegt hier gerade schon so demonstrativ am Boden. Das ist natürlich das Originalstück und der von Friedrich Motorsport ist bereits, ich sage jetzt, installiert. Und ihr seht schon, allein von der Baugröße ist also der neue Sportschalldämpfer deutlich schmaler, gewichtsoptimiert sozusagen. Die Endrohrblenden sind noch nicht dran, denn da müssen wir jetzt erstmal den Diffusor anbauen, damit wir die auch ordentlich ausrichten können. Ansonsten machen wir die Arbeit zweimal. Genau, dann würde ich sagen, schauen wir uns mal die Seitenschwelle an, dass ihr schon mal ein erstes Gefühl bekommt, falsche Seite, wie das aussehen kann. Und zwar hier auf der Seite wird dann im Endeffekt dieses Bauteil angesetzt. So sieht das also aus. Ja. Hat also wieder diese Luftleitbleche, die sich dann von vorne bis nach hinten durchziehen. Und man hat hier tatsächlich versucht, die Türabrisskante hier, ja, ich sag mal, symmetrisch zu gestalten, dass das hier schön abschließt, nicht zu lang, nicht zu kurz da ist. Und dementsprechend, glaube ich, gibt es ein ganz rundes Gesamtbild. Im Übrigen habe ich in der Zwischenzeit noch herausgefunden, dass die Aussparung im Diffusor für die Anhängekupplung, die jetzt hier bei Mazda 3 vorhanden ist, die gibt es auch als optional dazu zu buchen beim CX-30. Das heißt, wer sie nicht mit dazu bucht, hat quasi diese angezeichnete Schablone zum Ausschneiden und wer sie eben dazu bucht, bekommt diese Kappe. Genau, ich würde sagen, der Mechaniker macht das ganze Komplettpaket fertig und dann sehen wir uns mal das Endergebnis an. So, neuer Tag, neues Glück. Wir sind also fertig mit den Umbauten am Mazda 3. Fangen wir gleich mal vorne an. Die Frontstoßstange, die hatten wir vorhin hier schon bei der Montage gesehen. Die Lippe dreiteilig. Richtig schick jetzt auch nochmal, wenn das Fahrzeug auf dem Boden steht. Also das Auto wird deutlich maskuliner dadurch. Und die hochglanzschwarzen Elemente gefallen mir hier sehr, sehr gut. Auch die Felge. Im Übrigen, wenn ich es jetzt so sehe, und da wäre kein Winterreifen drauf, dann wäre das eigentlich auch eine Top-Sommerreifenfelge. Also wer sagt, er möchte jetzt nicht auf 19 Zoll upgraden, sondern bei 18 Zoll bleiben, ist das eine super Felge. Im Übrigen, die Maße sind eine 8er Felge, 18 Zoll mit ET40 und der Kantenabschluss ist auch wirklich perfekt. Also so gefällt es mir auch persönlich richtig gut. Eine Distanzscheibe würde da auch gar nicht mehr reinpassen. Da wird man Schwierigkeiten bekommen mit dem TÜV. Das wollen wir nicht. Hier an der Seite die Schweller-Flaps zu sehen. Sind also vierfach verschraubt plus zusätzlich noch verklebt. Hält also bombenfest. Auch hier wieder die Felge und dann geht es schon hinten an den Diffusor. Haben wir einmal die Seitenflaps. Richtig schick. Sowie der Diffusor. Und der Mazda 3 hat ja hier schon hochglanzschwarze Elemente. Das ist jetzt natürlich bei einem schwarzen Auto schwierig zu differenzieren, aber das hier ist Metallic-Lack, das hier ist hochglanzschwarz und eben auch der Diffusor jetzt auch in hochglanzschwarz. Passt wirklich perfekt. Und die Endrohrblenden haben wir jetzt so gewählt, dass sie wirklich einen super Abschluss haben, sich da so ein bisschen der Kontur anschmiegen, sage ich mal. Und das eingravierte Laser-Logo vom ATH Hinsberger ist also wirklich ganz, ganz dezent nur zu sehen. Also richtig, richtig schick. Ja, und jetzt wollt ihr natürlich bestimmt auch den Sound hier mal hören von. Da hole ich mir jetzt glatt mal noch eine dritte Person und dann können wir das mal hier mit dem Originalzustand Mazda 3 mal vergleichen. So, also nun zum versprochenen Soundcheck. Wir werden jetzt am Anfang mal ein bisschen den Leerlauf uns anhören. Dann gibt es ein paar leichte Gasstöße und dann ein bisschen mehr Drehzahl. Keine Sorge, das Fahrzeug ist schon warm und ich würde sagen, wir legen auch gleich mal los. Kann starten.
mehr. Gut, danke. Boah, also das hört sich schon mal richtig kernig an. Also mir gefällt der Auspuff richtig gut. Was sagt ihr? Gefällt euch der Klang? Lasst uns das mal mit dem Originalen vergleichen. So, hier jetzt also das Fahrzeug im komplett Serienzustand. Auch hier, das Fahrzeug ist warm. Kannst starten. Danke. Ja, also deutlich zahmer, würde ich sagen. Trotzdem 2,5 Liter Hubraum, auch die hört man natürlich. Aber so eine schicke Auspuffanlage, ja, hat halt ihren ganz eigenen Klang. So, wenn ihr jetzt auch richtig Lust bekommen habt auf solche Teile hier für euren Mazda 3, dann verlinke ich euch unten mal in die Videobeschreibung den Online-Shop vom ATH Hinsberger. Da findet ihr auch alle Preise. Ist immer schwierig, das auf YouTube transparent darzustellen, weil ja doch ein bisschen am Schwanken sind. Schaut es einfach gerne unten in die Beschreibung, in den Online-Shop. Da könnt ihr dann auch alles nach euren Wünschen konfigurieren. Ja, was sagt ihr zu dem Bodykit? Gefällt es euch? Ist es euch ein bisschen zu drüber? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, dann natürlich auch immer wieder gerne in die Kommentare. Wir versuchen da so schnell wie möglich darauf zu antworten. Ansonsten nicht vergessen bitte, unseren Kanal zu abonnieren. Das ist absolut kostenlos für euch. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt doch gerne einen Daumen nach oben. Da freuen wir uns immer sehr. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns wieder beim nächsten Video.